sind auf dem Weg zum Rørosmarknaden, einem jährlichen Markt in Røros. Die Stadt ist neben Kongsberg eine der 2 bedeutendsten Bergstädte in Norwegen und wurde 1644 gegründet. Zu dieser Zeit soll Hans Olsen Ahsen eines schönen Tages auf Jagd gewesen sein. Als das von ihm angeschossene Rentier zu Boden ging, schabte dies mit dem Huf ein wenig Erde beiseite und es kam ein glänzender Stein zum Vorschein. Aufgrund des Fundes wurde die Stadt Røros und die Kupfergesellschaft gegründet. Der König hat der Kupfergesellschaft im Radius von 45 Kilometer Anrecht auf alles Wasser, Holz und andere Ressourcen verliehen, um das Kupfer aus dem Boden zu holen, damit er seine Kriegsschulden bei Schweden abbezahlen konnte. Er hat sich damit das Recht gesichert, zu jeder Zeit 10% des geförderten Kupfers einzufordern. Røros ist sehr abgelegen, etwa 154 Kilometer von Trondheim und somit dem nächsten Seeweg entfernt. Um den Transport und die Weiterverarbeitung des Kupfers einfacher zu machen, wurden Schmelzhütten entlang des Transportweges gebaut. Dadurch musste nicht alle Kohle nach Røros transportiert werden, sondern man konnte sich sozusagen auf halbem Weg treffen. Heutzutage finanziert sich Røros hauptsächlich durch Tourismus und Events wie Rørosmarknaden. Dieser Markt findet jährlich im Februar statt, hat eine sehr lange Tradition und zieht 70.000 bis 80.000 Besucher jährlich aus aller Welt an. In dieser Zeit füllen die Gassen 14 Mal mehr Menschen als normalerweise. An den Ständen findet man viele handgefertigte Waren, von Keramik über Strickpullis zu Rentierschuhen und natürlich jede Menge Leckereien. Trotz der sehr abgelegenen Lage wuchs die Stadt rasch und zog erfahrene Bergleute aus Dänemark und Deutschland an. Da nur wenige nur vom Bergbau allein leben konnten, betrieben viele zudem auch Landwirtschaft. Die Stadt war so aufgebaut, dass die Hausfronten zur Straße zeigten und im Hinterhof die Tiere wohnten. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir uns gerade in einem alten Stall befinden. In fast jedem Hinterhof befindet sich heute eine Art Ausstellung oder einen kleinen Laden, den man erkunden kann. Wir befinden uns hier neben dem Geschäft Galerie Glöd. Das ist ein Projekt, bei dem sich 6 Künstler aus der Region zusammengetan haben, um Keramikprodukte zu kreieren, die dann hier verkauft werden. 1980 wurde Røros zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt und somit unter Denkmalschutz gestellt. Das bedeutet für die Anwohner aber auch, dass es jetzt sehr schwierig wird, wenn sie ihre Häuser modernisieren oder isolieren wollen. Als wir diese Stadt besucht haben, hatten wir -6 Grad Celsius. Doch es ist durchaus möglich, dass in Røros Temperaturen von bis zu -50,3 Grad Celsius auftreten. Langsam bewegen wir uns Richtung Kirche, oder wie sie auch genannt wird, Bergstadens Zier, was so viel heißt wie der Stolz der Bergstadt. Sie wurde 1784 von Peter Hjort erbaut, von der Kupfergesellschaft finanziert und hat 1600 Plätze. Der Erbauer war so reich, dass er 3 solche Kirchen jährlich hätte bauen können. Die Kirche wurde umfassend renoviert, darunter das Dach, der Innenraum und die Orgel. Alles wurde in Handarbeit gemacht, um dem Original so treu wie möglich zu bleiben. Sogar jeder einzelne Nagel ist handgeschmiedet. Wir haben auch die Olavsmine besucht, aber leider sind die Aufnahmen wegen dem geringen Licht sehr schlecht geworden. Jedenfalls wurde in dieser Region von 1644 bis 1977 Kupfer abgebaut. Bergarbeit war Männerarbeit und die Kinder begannen schon mit 8 Jahren, die Steine zu waschen. Mit 14 wurden sie dann auch unter Tage eingesetzt, um selbst Kupfererz zu fördern. Da in dieser Region niemand was von Bergbau verstand, wurden Bergleute aus
dem Ausland, unter anderem auch Deutschland, angeheuert und die brachten ihr Wissen mit. So konnte man zum Beispiel durch Feuerlegung den Stein mürbe machen und somit leichter abtragen. Mit einer Feuerlegung konnte man bis zu 15 cm weit in den Fels vordringen. Was ich persönlich auch sehr interessant fand, war der Unterschied zwischen den Silberminen, die ich von zu Hause kenne, und dieser Kupfermine. Da Silber in Adern vorkommt und der Bergmann den Adern folgt, sind die Gänge sehr eng, niedrig und mehrere hundert Meter tief. Ganz im Gegensatz zu dieser Kupfermine, die sehr großräumig war und nur 50 Meter tief unter der Erde war. Nach genau 333 Jahren ging die Kupfergesellschaft pleite, weil die Kupferkonzentration im Gestein nachließ und der Kupferpreis auf dem Weltmarkt zu gering war. Es wurde zwar Probebohrungen auf andere Erze durchgeführt, aber Norwegen wollte eine neue Grube nicht finanzieren, da ihr neues Steckenpferd Öl war. Heutzutage ist die Mine als historische Attraktion geöffnet und man kann an Führungen teilnehmen oder Konzerten in dieser Konzerthalle lauschen. Meistens sind die Auftritte jedoch sehr kurz, da man bei dieser nassen Kälte sehr schnell anfängt zu frieren.